Oh nein, mein Kopf, mein Hals. Lukas, ich glaube, mein Ende ist nah. Gesundheit, Anna. Du siehst nicht gut aus. Deine Nase ist sehr rot. Aber du stirbst nicht. Du hast nur eine Erkältung. Nur eine Erkältung? Es fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Und mir ist kalt. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und das hier ist Anna. Sie ist heute unsere Patientin. Hallo zusammen. Ich brauche Medizin. Viel Medizin. Lukas, wir müssen in den Supermarkt. Halt, Anna. In Deutschland kaufen wir Medikamente nicht im Supermarkt. Wir gehen in die Apotheke. Nicht im Supermarkt? Aber ich brauche Aspirin. Gibt es das nicht bei DM oder Rossmann? Nein, DM und Rossmann sind Drogerien. Dort kaufst du Shampoo, Duschgel oder Zahnpasta, vielleicht auch Vitamine oder Tee. Aber echte Medikamente gibt es nur in der Apotheke. Das ist kompliziert. Wie finde ich eine Apotheke? Das ist sehr einfach. Du suchst ein großes rotes A. Das rote A ist das Symbol für alle Apotheken in Deutschland. Okay, ein großes rotes A. Lass uns gehen, sofort, bevor ich umfalle. Bevor wir in die Apotheke gehen, müssen wir üben. Du musst dem Apotheker deine Symptome erklären. Okay, was muss ich sagen? Wir benutzen das Wort Schmerzen am Ende. Der Kopf plus Schmerzen ist gleich Kopfschmerzen. Der Hals, die Halsschmerzen. Die Halsschmerzen. Der Bauch, die Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen. Liebe Zuhörer, sprecht mir nach. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Es ist so leise hier und es riecht nach Kräutern und Medizin. Alle Menschen tragen weiße Kittel. Ja, das sind die Apotheker und Apothekerinnen. Sie haben Pharmazie studiert. Sie wissen alles über Medikamente. Ich bin dran. Der Mann im weißen Kittel schaut mich an. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Helfen Sie mir. Ich bin sehr krank. Oh, das tut mir leid. Was fehlt Ihnen denn? Lukas, was meint er? Was fehlt Ihnen? Mir fehlt nichts. Ich habe zu viel. Ich habe Schmerzen. Anna, das ist eine feste Redewendung. Was fehlt Ihnen bedeutet, welche Symptome haben Sie? Oder wo tut es weh? Ah, okay. Ich antworte jetzt. Ich habe starke Halsschmerzen und ich habe Husten. Haben Sie auch Fieber? Nein, ich glaube nicht. Mein Kopf ist nicht heiß, aber meine Nase läuft. Ich habe Schnupfen. Stopp! Hier ist eine tolle Struktur für A2. Ich brauche etwas gegen. Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Ich brauche etwas gegen Husten. Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr dran. Bildet den Satz. Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. Ich brauche etwas gegen Schnupfen. Ich brauche etwas gegen Fieber. Herr Apotheker, geben Sie mir bitte starke Antibiotika. Ich möchte morgen wieder gesund sein. Es tut mir leid, gute Frau. Antibiotika sind in Deutschland rezeptpflichtig. Rezept? Was? Ein Rezept ist für einen Kuchen. Ich will nicht backen. Ich will Medizin. Nein, Anna. Ein Rezept beim Arzt ist ein Papier. Der Arzt schreibt auf das Papier, welche Medizin du brauchst. Rezeptpflichtig bedeutet, du brauchst dieses Papier vom Arzt. Ohne Arzt gibt es keine Antibiotika. Oh,
Das wusste ich nicht. Und was ist mit Aspirin? Brauche ich dafür auch ein Rezept? Nein, Aspirin, Hustensaft oder Nasenspray sind rezeptfrei. Das können Sie einfach so kaufen. In Deutschland gibt es verschiedene Farben für Rezepte. Das ist gut zu wissen. Ein rosa Rezept ist für die normale Krankenkasse. Ein blaues Rezept ist privat. Du musst es selbst bezahlen. Ein grünes Rezept ist eine Empfehlung vom Arzt. Rosa, blau, grün. Das ist sehr bunt. Aber ich habe gar kein Rezept. Ich war nicht beim Arzt. Das ist kein Problem. Für eine normale Erkältung habe ich sehr gute rezeptfreie Medikamente für Sie. Hier habe ich einen Hustensaft für Sie. Und diese Tabletten helfen gegen die Halsschmerzen. Zusätzlich empfehle ich dieses Nasenspray. Das sieht gut aus. Wie muss ich das nehmen? Nehmen Sie den Hustensaft 3-mal täglich, morgens, mittags und abends, einen Teelöffel nach dem Essen. 3-mal täglich. Nach dem Essen. Verstanden. Und die Tabletten? Die Tabletten können Sie bei Bedarf nehmen, maximal 4 Tabletten am Tag. Bitte viel Wasser dazu trinken. In der Schachtel ist ein Papier. Das Papier ist riesig. Es ist so groß wie eine Zeitung. Was ist das? Das ist der Beipackzettel. Dort stehen alle Informationen über das Medikament und die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel. Oh mein Gott, diese Tabletten sind gefährlich. Keine Panik. Das Gesetz in Deutschland sagt, wir müssen alles aufschreiben, aber Nebenwirkungen sind sehr selten. Meistens passiert gar nichts. Sie werden einfach nur gesund. Liebe Zuhörer, wir üben wichtige Wörter für die Einnahme. Sprecht mir nach. Vor dem Essen. Nach dem Essen. 3-mal täglich. Die Nebenwirkungen. Herr Apotheker, eine letzte Frage. Ich möchte nicht immer sofort in die Apotheke rennen. Was sollte ich immer zu Hause haben? Jeder Haushalt braucht eine kleine Hausapotheke. Hier sind die wichtigsten Dinge. Erstens Schmerzmittel, zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Zweitens Pflaster, wenn Sie sich in den Finger schneiden. Drittens ein Fieberthermometer. Schmerzmittel, Pflaster, Fieberthermometer. Das macht Sinn. Und vielleicht ein Kräutertee. Kamillentee hilft immer, wenn der Bauch wehtut. Du bist wie eine deutsche Oma, Lukas. Trink einen Kamillentee, dann wird alles gut. Lach nicht. Omas haben immer recht. Wir machen ein kurzes Quiz. Ich nenne das Problem, ihr sagt das Produkt. Ich habe mich geschnitten. Ich blute ein bisschen. Ich brauche ein... Ich brauche ein Pflaster. Ich möchte wissen, ob ich Fieber habe. Ich brauche ein... Ich brauche ein Fieberthermometer. Ich habe Kopfschmerzen. Ich brauche... Ich brauche Schmerzmittel. So, das macht dann zusammen 18,50 €. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Ich zahle mit Karte, bitte. Darf ich die Medikamente gleich hier nehmen? Ich möchte den Hustensaft probieren. Warten Sie lieber, bis Sie zu Hause sind. Hier ist Ihre Quittung. Gute Besserung! Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, Anna, jetzt hast du deine Medizin. Fassen wir die wichtigsten Vokabeln für unsere Zuhörer zusammen. Die Apotheke. Das Rezept.
rezeptpflichtig. Ich habe Kopfschmerzen. Ich brauche etwas gegen Husten. Gute Besserung. Liebe Zuhörer, das ist eure Hausaufgabe für heute. Stellt euch vor, ihr seid in einer Apotheke. Schreibt einen kurzen Dialog auf Deutsch. Ihr sprecht mit dem Apotheker, sagt, was fehlt euch, welche Symptome habt ihr und fragt nach Medizin. Zum Beispiel, ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Macht Fehler, das ist nicht schlimm. Schreiben und sprechen ist das Wichtigste. Atschi! So, ich gehe jetzt ins Bett. Ich trinke den Hustensaft und schlafe. Gute Besserung, Anna. Und an euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen, bleibt gesund.